Ich habe einen Server zu Hause und möchte ihn von außen erreichen, aber durch DS Lite oder CG-NAT kann das schwierig werden. Viele landen dann bei Diensten wie Cloudflare Tunnel. Das funktioniert zwar, aber oft läuft dann der komplette Traffic über einen fremden Dienst. Auf meinem Kanal habe ich in der Vergangenheit bereits den Dienst Pangolin dafür vorgestellt. Heute schauen wir uns an, wie man NetBird selbst hosten kann. Dabei wollen wir die Zentrale auf einem VPS haben und danach wollen wir einen Home-Server, wie zum Beispiel ein Ugreen NAS, anbinden und dann noch einen Client verbinden. Bevor wir loslegen, klären wir kurz, was NetBird eigentlich macht und warum wir trotz Peer-to-Peer trotzdem einen VPS brauchen. NetBird ist im Kern ein Mesh-VPN. Das bedeutet, unsere Geräte bekommen ein gemeinsames privates Netz und können sicher miteinander sprechen, auch wenn sie an ganz unterschiedlichen Orten stehen. Wichtig ist hier die Trennung zwischen Kontrolle und dem eigentlichen Datenverkehr. Der VPS ist bei so einem Aufbau nicht automatisch der Weg, über den später alles läuft. Er übernimmt vor allem die Vermittlung, also Geräte melden sich dort, bekommen ihre Konfiguration, finden sich gegenseitig und bauen dann im besten Fall eine direkte Verbindung auf. Das ist der Teil, den viele mit einem klassischen Tunnel verwechseln. Bei einem klassischen Tunnel wird der Server schnell zum Flaschenhals. Bei NetBird ist das idealerweise nicht so, weil der große Traffic direkt zwischen Client und Server läuft. Ein zweiter wichtiger Punkt ist das Routing über ein Peer. Wir müssen NetBird nicht zwingend auf jedem einzelnen Gerät im Heimnetz installieren. Ein Peer kann auch als Einstiegspunkt ins interne Netz dienen. Das ist praktisch, wenn euer NAS oder ein kleiner Server sowieso immer läuft. Dann kommt ihr über diesen Peer an weitere interne Dienste. Spannend ist auch das neue Reverse Proxy Feature. Das ersetzt nicht jeden bestehenden Reverse Proxy. Aber es ist interessant, wenn wir gezielt einzelne Dienste veröffentlichen wollen. Wenn direkte Peer-to-Peer-Verbindungen nicht klappen, springt ein Relay an. Dann werden Firewall und die saubere Portfreigabe auf dem VPS wichtig. Genau deshalb hosten wir das Ganze bewusst selbst, mit voller Kontrolle über Benutzer, Dienste und Datenhoheit. Und damit das stabil funktioniert, bereiten wir im nächsten Schritt zuerst den VPS sauber vor. Ich bin jetzt hier mit meinem VPS verbunden und was ich gemacht habe, ist eine Domain auf diesen VPS zu routen. Ich habe auch dazu schon verschiedene Videos erstellt, wie man ein VPS erstmalig einrichtet. Deshalb wollte ich jetzt hier nicht im Detail darauf eingehen. Auf dem Server öffne ich ein Terminal und ich kann mir angucken mit sudo docker --Version, dass ich Docker installiert habe, und zwar in der Version 29.3.1. Und wenn ich sudo docker compose Version eingebe, dann sehe ich habe die Docker Compose Version 5.1.1 installiert. Das heißt, Docker und Docker Compose laufen auch auf meinem Server. Der nächste Schritt ist, die Seite von NetBird zu besuchen. Hier kann ich mir die Installationsanleitung unter den Docs angucken. Hier sehe ich den Abschnitt Get Started. Das ist aber dafür da, wie man den Client installieren kann. Ich gehe jetzt hierhin unten zu Self-Host NetBird und hier steht, wie man das Ganze selbst hosten kann. Was man braucht, ist eine Linux VM mit einem CPU-Kern und 2 GB RAM und außerdem müssen die Ports 80 und 443 sowie der UDP-Port 3478 erreichbar sein, beziehungsweise sie dürfen nicht durch die Firewall geblockt werden. Was man dann auch noch braucht, ist Docker, dann JQ und curl. Curl ist oft vorinstalliert, JQ muss man manchmal noch nachinstallieren. Also hier kopiere ich mir sudo apt install JQ und diesen Befehl kopiere ich mir, weil ich hier einen Debian-Server einsetze. Und ich füge das Ganze hier ein. Hier musste ich jetzt nichts aktualisieren, ansonsten müsste ich das Ganze mit Y bestätigen, damit JQ installiert wird. Außerdem brauche ich auch noch curl und auch hier ist curl bereits in der neuesten Version vorhanden. Hier kann ich das Installationsskript kopieren. Was man machen kann, bevor man das Ganze ausführt, ist natürlich sich anzugucken, was steckt dahinter. Das heißt, wenn ich mir diese URL kopiere und sie einfüge, dann bekomme ich hier eine SH-Datei und hier sehe ich,
was genau passieren wird, wenn ich das Ganze ausführen würde. Das heißt, hier sehe ich auch, wie die Docker Compose YAML generiert wird und so weiter. Ich schließe das mal. Ich kopiere mir hier diesen ganzen Befehl und füge das Ganze hier ein. Jetzt brauche ich eine NetBird-Domain. Und meine Domain wird heißen netbird.pixam.de. Und ich muss halt, wie gesagt, sicherstellen, dass sie auf diesen Server zeigt. Hier drücke ich jetzt Enter. Und hier kann ich auswählen, was für ein Reverse Proxy ich benutzen möchte. Standardmäßig wird Traffic empfohlen. Viele von euch nutzen wahrscheinlich den Nginx Proxy Manager. Wenn ihr ihn schon im Einsatz habt, könnt ihr das Ganze hier damit verbinden. Ich persönlich mag sehr gerne Caddy, deshalb wähle ich hier External Caddy aus. Ich habe auch zu Caddy bereits ein Video erstellt, wie man Caddy einrichtet und was für Funktionen es bietet. Ich bestätige das Ganze. Hier werde ich gefragt, möchte ich die Ports nur für Localhost binden? Wie mir in den Kommentaren mitgeteilt wurde, brauche ich kein Y einzugeben, weil das hier der Großbuchstabe, also Default ist. Also drücke ich hier Enter. Hier wird gefragt, ob Caddy in Docker läuft. Bei mir läuft noch überhaupt gar nichts, aber ich möchte Caddy einrichten und ich möchte dem Netzwerk den Namen Proxy geben. Also gebe ich hier einen Proxy. Und jetzt habe ich das Ganze Prox genannt. Dann steht hier, die nächsten Schritte sind die Caddy-File netbird.txt zu meinem Caddy-File hinzuzufügen und Caddy neu zu starten. Und dann soll ich danach Enter drücken. Ich drücke jetzt einfach mal Enter. Und hier kriege ich einen Fehler. Irgendwas hat nicht geklappt. Und es liegt daran, dass ich nicht die nötigen Berechtigungen habe. Das heißt, ich führe diesen ganzen Befehl nochmal mit sudo aus. Ich gebe ein sudo Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Jetzt wird das Ganze nochmal abgefragt. Also nochmal meine Domain. Dann wähle ich aus die Nummer 4 für External Caddy. Dann wähle ich hier aus Yes. Dann wähle ich den Namen des Docker-Netzwerks aus. Der wird in meinem Fall Proxy heißen. Und jetzt habe ich hier in meinem Netbird-Ordner habe ich hier eine caddyfile-netbird.txt. Ich habe eine config.yaml. Ich habe eine dashboard.env und eine docker-compose.yaml. Also ich kann mir das hier angucken. In der Caddy-File sehe ich, was ich in meine Caddy-File reinkopieren muss. In der config.yaml sehe ich ein paar Einstellmöglichkeiten, die ich auch ändern könnte. Im Dashboard env sehe ich ein paar Umgebungsvariablen. Bei docker-compose.yaml sehe ich halt die docker-compose-YAML und hier sehe ich auch die Netzwerke. Hier wird mir komischerweise Prox angezeigt. Das heißt also, es wurde schon beim ersten Mal generiert. Ich ändere das Ganze hier auf Proxy. Und das Ganze speichere ich jetzt ab. Ich mag es eigentlich nicht so gerne, Latest zu benutzen. Und eigentlich mag ich auch nicht so gerne Named Volumes, sondern eigentlich benutze ich lieber Bind Mounts. Aber in diesem Fall ist es jetzt für mich hier okay. Ich gehe jetzt nochmal hier hin. Auf der Seite gehe ich nochmal zu GitHub. Und bei GitHub sehe ich hier die Packages. Und hier sehe ich das Package netbird. Das möchte ich mir mal angucken. Und hier sehe ich alle Tags, die mir zur Verfügung stehen. Und hier sehe ich, dass Latest momentan die Version 0.67.1 ist. Das heißt, ich kann auch hier eingeben 0.67.1 und damit bin ich mir dann sicher, welche Version ich benutze. Beziehungsweise ihr könnt genau die gleiche Version benutzen wie ich in diesem Video. Ich speichere das Ganze jetzt mal ab. Aber wenn ich das Ganze updaten möchte, muss ich natürlich dann auch hier die aktuelle Zahl eintragen und erst dann sudo docker compose pull ausführen. Ich versuche das jetzt hier mal mit sudo docker compose pull. Damit sollte ich eigentlich das neueste Image herunterladen, aber hier sehe ich Service Dashboard refers to undefined network proxy. Ich muss natürlich das Netzwerk Proxy erstmal anlegen. Das heißt, ich gebe ein sudo docker network create proxy. Und jetzt habe ich das Netzwerk Proxy erstellt. Jetzt kann ich nochmal ausführen sudo docker compose pull. Und hier bekomme ich jetzt wieder den Fehler Service netbird-server refers to undefined network proxy. Invalid compose project. Also ich kann hier eingeben sudo docker network ls und dann sehe ich
ich habe hier das Netzwerk Proxy. Hier in der Docker Compose YAML sehe ich hier unten das Netzwerk, das sollte eigentlich Proxy heißen. Also das benenne ich nochmal um, speichere das Ganze und führe jetzt sudo docker compose pull aus. Jetzt wird das Image heruntergeladen, aber die 0.67.1, die existiert nicht. Die Frage ist natürlich, warum existiert es nicht? Ich gehe nochmal zu Docker Hub. Und auch bei Docker Hub sehe ich unter den Tags bei NetBird, dass es die Version 0.67.1 tatsächlich gibt. Jetzt gucke ich mir das hier nochmal an. 0.67.1. Und hier, vielleicht gibt es das Dashboard nicht in dieser Version. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal zu NetBirdio und gehe zu NetBirdio Dashboard. Und hier gucke ich mir an, was es hier für Images gibt. Und zwar gehe ich hier auf die Tags. Hier sehe ich Tag Version 2.36.0 und das ist momentan das gleiche wie Latest. Also kopiere ich mir hier v2.36.0 und füge das hier beim Dashboard ein. Ihr könnt es natürlich auch bei Latest lassen, wenn euch das lieber ist. Ich persönlich möchte genau wissen, wenn ich etwas update. Jetzt versuche ich das nochmal, indem ich eingebe sudo docker compose pull und jetzt werden die Images heruntergeladen. Was ich als nächstes brauche, ist Caddy auf meinem Server. Wie gesagt, ich habe dazu schon ein längeres Video erstellt. Ich mache es jetzt hier kurz. Ich erstelle den Ordner Caddy und ich bewege mich in den Ordner Caddy und erstelle hier an dieser Stelle eine compose.yaml sowie eine Caddy-File. Und was ich als nächstes mache, ist jetzt hier die compose.yaml zu öffnen. Und in die compose.yaml füge ich das ein, was ich irgendwo in meinem Blog finde. Also ich gehe zu irgendeiner Anleitung, wo ich Caddy installiert habe und kopiere hier diesen Code raus. Ich füge ihn hier ein. Hier habe ich das Netzwerk Proxy. Ich habe hier auch noch die Ordner Data und Config. Ich speichere das Ganze ab. Ich erstelle die Ordner Data und Config. Und was ich dann als nächstes mache, ist sudo docker compose pull einzugeben. Und während das Image heruntergeladen wird, gehe ich in die Caddy-File und füge in die Caddy-File das ein, was sich hier unter caddyfile-netbird.txt befindet. Also das kopiere ich, füge das hier ein. Diese ganzen Kommentare brauche ich nicht. Jetzt speichere ich die Caddy-File. Und was ich als nächstes mache, ist jetzt einzugeben sudo docker compose up-d. Jetzt wird Caddy gestartet. Und jetzt gehe ich in den Ordner NetBird. Und jetzt gebe ich auch hier ein sudo docker compose up-d. Und jetzt wird der NetBird-Server gestartet. Was ich jetzt versuche, ist die Seite aufzurufen, netbird.pixam.de. Hier sehe ich den Welcome-Screen, Welcome to NetBird und ich kann mich jetzt hier anmelden. Ich drücke jetzt hier auf Create Admin Account und hier steht Accounts Created und jetzt kann ich mich einloggen. Jetzt habe ich tatsächlich mein Passwort vergessen. Anscheinend habe ich irgendwo einen Fehler gemacht. Also falls das passieren sollte, muss man jetzt wieder eingeben sudo docker compose down und -v, weil ich möchte auch das Volume löschen. Und jetzt gebe ich nochmal ein sudo docker compose up-d und jetzt wird ein komplett neuer Container mit neuem Volume erstellt. Und ich aktualisiere die Seite und nochmal und nochmal. Jetzt, beziehungsweise ich lösche hier den ganzen Code hinter dem Slash. Jetzt bin ich wieder beim Setup. Das heißt, jetzt kann ich wieder alles von vorne machen. Natürlich sollte man das nicht einfach so machen, weil damit werden alle Einstellungen und so weiter gelöscht. Jetzt drücke ich wieder auf Create Admin Account. Jetzt lande ich beim Login und versuche mich jetzt wieder neu anzumelden. Diesmal habe ich es geschafft, mich anzumelden. Jetzt kann ich hier so ein Setup-Wizard durchgehen, aber ich drücke einfach auf Skip to Dashboard. Und so
sieht jetzt das Dashboard aus und ich habe NetBird erfolgreich auf meinem Server installiert. Das heißt, ich sehe, hier ist mein Account, ich kann mein Passwort ändern, hier sehe ich die Peers, die ich installieren kann. Ich sehe hier Setup Keys, Access Control, Networks, hier gibt es neuerdings Reverse Proxy, DNS-Einstellung, Team, Activity, Settings. Was ich in den Settings machen kann, ist ein Identity Provider hinzuzufügen. Hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Pocket ID oder Authentic zu benutzen. Zu Authentic habe ich bereits ein Video auf meinem Kanal erstellt, aber darauf möchte ich jetzt hier nicht so im Detail eingehen. Was ich jetzt mache ist, ich gehe zu den Peers und ich muss ein Peer irgendwo installieren. Das heißt, ich drücke jetzt hier auf Add Peer und ich muss NetBird herunterladen. Ich habe die Möglichkeit, das herunterzuladen für Linux, Windows, macOS, iOS, Android oder Docker. Und was ich natürlich nutzen möchte, ist Docker. Das heißt, was ich jetzt hier brauche, ist ein Server bei mir zu Hause. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier meinen ugreen-NAS benutzen. Das heißt, ich melde mich auf meinem ugreen-NAS an. Was ich auf meinem ugreen-NAS mache, ist Docker zu öffnen. Und in Docker gehe ich auf Projekt und drücke hier auf Erstellen und ich erstelle das Projekt NetBird. Und als Speicherpfad wähle ich hier meinen Docker-Ordner aus und ich erstelle einen neuen Unterordner, den nenne ich NetBird. Wie man seinen ugreen-NAS einrichtet, habe ich bereits in einem anderen Video gezeigt. Aber ihr könnt hier auch natürlich einen Raspberry Pi, ein Synology NAS oder einen ganz normalen Home-Server benutzen. Ich drücke jetzt hier Bestätigen und hier brauche ich jetzt eine YAML-Datei. Und was ich hier mache, ich gehe zur Dokumentation Running NetBird in Docker und hier gibt es auch eine Docker Compose YAML. Das kopiere ich mir, gehe hierhin zurück und füge das Ganze hier ein. Hier sehe ich, es gibt den NetBird Client mit dem Container NetBird Client. Hier gibt es einen Hostname, den brauche ich nicht. Das lösche ich mal raus. Dann werden hier Berechtigungen hinzugefügt. Dann wird hier noch ein Device hinzugefügt. Network Mode Host. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier Network Mode Host brauche. Das lösche ich auch mal raus. Was ich dann brauche, sind ein paar mehr Umgebungsvariablen. Hier bei den Peers kopiere ich mir meine Umgebungsvariable mit dem Management URL und füge das Ganze hier unter dem Setup Key ein. Und beim Setup Key muss ich mir ein Setup Key erstellen. Das heißt, ich gehe jetzt hier wieder zurück in meine Instanz, gehe zu den Setup Keys und drücke auf Create Setup Key. Das heißt, jetzt kann ich hier das Ganze zum Beispiel nennen ugreen. Ich drücke auf Create Setup Key und jetzt kriege ich hier einen Schlüssel, den kopiere ich und füge ihn hier ein, wo Setup Key steht. Ich glaube, das war's. Und jetzt drücke ich hier einfach auf Bereitstellen. Jetzt ist das Ganze erstellt worden. Ich sehe hier NetBird läuft und hier sehe ich jetzt, nachdem ich das Ganze geschlossen habe, gehe ich zu den Peers und ich sehe hier, dass mein ugreen-NAS hier verbunden ist. Und das heißt jetzt, ich habe eine Verbindung zu meinem ugreen-NAS. Was ich als nächstes machen kann, ist hier einen weiteren Peer hinzuzufügen. Was ich zum Beispiel einrichten kann, ist mein Android-Handy. Das heißt, ich öffne mein Smartphone und gehe jetzt in den Play Store. Im Play Store suche ich nach NetBird und hier sehe ich die Anwendung NetBird P2P VPN und ich drücke auf Installieren. Jetzt öffne ich das Ganze, drücke hier auf Continue und ich bin nicht verbunden. Was ich aber auch erstmal ändern muss, ist der Server, mit dem ich mich überhaupt verbinden möchte. Das heißt, ich gehe ins Menü und drücke unten auf Change Server. Jetzt drücke ich hier Yes. Und jetzt kann ich hier eingeben https://netbird.pixan.de. Ich drücke jetzt auf Change und der Server wurde geändert. Jetzt drücke ich hier auf Verbinden. Hier drücke ich OK. Jetzt kann ich das Ganze öffnen, zum Beispiel mit Chrome. Und ich muss mich jetzt hier anmelden. Und nachdem ich hier meine E-Mail-Adresse und mein Passwort eingetragen habe, drücke ich auf Sign In. Und jetzt sehe ich, mein Zugriff war erfolgreich. Jetzt gucke ich mich hier nochmal in der Instanz an. Ich sehe hier, ich bin jetzt hier mit 2 Geräten verbunden. Und ich sehe auch im Control Center, dass hier
alle Geräte zur Verfügung stehen und sich gegenseitig sehen können. Ich gehe jetzt mal hier rein und benenne das Ganze um in Ugreen und drücke Save. Jetzt hat es einen Namen, den ich auch lesen kann. Und hier gehe ich auch nochmal drauf und nenne das Ganze hier Android. Drücke Save und bin jetzt hier verbunden. Auf meinem Smartphone kann ich jetzt das WLAN verlassen. Wichtig ist, dass ich hier eine VPN-Verbindung herstelle. Und was ich jetzt mache, ist zu Network Routes zu gehen und hier füge ich eine Route hinzu. Und jetzt gebe ich hier beim Network Range ein, dass ich die IP-Adresse 192.168.8.138 und das ist die IP-Adresse, die ich in meinem internen Netzwerk eigentlich eingebe, die möchte ich weiterleiten an mein Ugreen NAS. Jetzt drücke ich hier auf Continue. Jetzt bei den Gruppen wähle ich aus alle Gruppen. Bei Access Control brauche ich gar nichts weiter. Hier brauche ich einen Network Identifier, nenne den Ugreen. Ich drücke hier auf Continue. Hier Masquerade lasse ich an und Enable Root auch. Jetzt füge ich das Ganze hinzu. Hier kriege ich einen Fehler, weil das ein Invalid Network ist. Ich gehe nochmal zur Root und gebe hier ein /32. Also weil man hier eine Range eingeben muss. Jetzt drücke ich nochmal Continue, 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 Add. So, jetzt habe ich das hier hinzugefügt. Auf meinem Smartphone gebe ich jetzt ein 192.168.8.138 und ich lande hier bei meinem Ugreen NAS. Das heißt, ich habe jetzt hier durch diese Netzwerkroute dafür gesorgt, dass hier diese IP-Adresse auf dieses Gerät weiterleitet. Und ich bin momentan tatsächlich nicht in meinem WLAN. Also WLAN ist jetzt bei mir in meinem Fall aus. Wenn ich jetzt versuche, meinen Router zum Beispiel zu erreichen, indem ich hier zu Punkt 1 gehe, dann erreiche ich wiederum gar nichts, weil ich auch wirklich nur diese eine IP-Adresse weitergegeben habe. Was ich jetzt machen könnte, wäre natürlich das komplette Netzwerk freizugeben. Wenn ich jetzt noch eine Route hinzufüge und hier eingebe 192.168.8.0/24 und hier wieder meinen Ugreen NAS auswähle, dann drücke ich jetzt auf Continue. Bei den Gruppen sage ich alle Gruppen weiter. Hier sage ich, das Netzwerk heißt jetzt Home weiter. Das lasse ich auch alles so und füge die Route hinzu. Jetzt habe ich hier das Netzwerk Home und jetzt gehe ich wieder zu meinem Smartphone und jetzt gehe ich nochmal zu der IP-Adresse und diesmal erreiche ich diese IP-Adresse. Und das liegt einfach daran, dass ich jetzt dafür gesorgt habe, dass mein Ugreen NAS das komplette Netzwerk freigibt. Im Idealfall sollte man natürlich trotzdem mehrere Geräte haben, die das Netzwerk freigeben. So habe ich mir jetzt ein Single Point of Failure geschaffen. Das heißt, wenn mein Ugreen NAS mal ausfällt, erreiche ich das Netzwerk nicht mehr. Ich bin jetzt in der Lage, mein Netzwerk zu erreichen. Ich lösche das Ganze jetzt mal wieder. Das war auch schon alles, was ich hier in diesem Video zeigen wollte. Wir haben ein selbst gehostetes Mesh-VPN aufgebaut, bei dem der VPS die Geräte zusammenbringt und der eigentliche Traffic im besten Fall zwischen euren Systemen läuft. Ihr könnt jetzt hier weitere Geräte hinzufügen und das Ganze dann auch noch granular managen, wer welchen Zugriff haben darf und so weiter. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr lieber NetBird oder Pangolin benutzt. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dorm room straight to your crib. Netbird, Netbird, that's my rib.